Guten Morgen und frühes Dankeschön für Treikum. Und wir wollen wieder von reden von unseren harten Reutmerken zu Ostern. Und so, letzte Mal reden wir von im Alten Testament, wo von Anfang an Gott hat die Juden gesagt, dass muss Blut verguten werden. Und man Blut soll verguten werden, damit wird worden dort gemerkt. Und so, dass wir von Anfang an, dass Gott das hat so gesagt und dass wir noch einmal eine Beweisung haben, wo Jesus wird für uns Krieg sterben. Und heute wird das Lohn sein, wird einmal wird für alle Menschen Erde sind sterben, so dass die Menschen nicht mehr dürfen einmal wahre Tieren opfern für die Sünden zu bedeuten. Und so, wir leben in Teil von das Blut, von das alte Bund. Und so, von der war wir reden von das neue Bund. Und so, wir reden letztes Mal auch von wo die Israeliten, die müssen das Blut und die Dierenstecker non schmieren und kriegen, wo sie das sollen. Und dort wird entraten von den Daut, wo das Erstgeborene von was Gott wird Daut machen in Ägypten. Und so, von der war wir von reden von das neue Bund. Und der ganze Alte Testament, der wiest nur das neue Bund. Was Gott hat gesagt, in Krieg wegen der rechte Zeit ist schwer. Dann schickt Gott Jesus in der Welt an, dass er kann dort vollkommene Lamm sein für mich und für dich. Und dass er kann sterben für unsere Sinn. Und so, das ist, was wir wollen von reden von dir. Jesus wird das vollkommene Lamm, was Gott schenkt für mich und für dich in der Welt an. Und so, wir wollen reden von dort und wo Jesus dort in eine neue Meinung und das Passen mal anbringen, wenn er mit seinen Jüngern taub aufmal holen. Und wir nennen hier nennt sich dort der letzte Multit, was sie mit am Top haben. Und so, wenn wir reden von, was meint das, wenn Jesus das Lamm ist, und in 1. Johannes, wir sagen, dass das Johannes der Täufer, der wir geschickt, um den Weg merken für den Herrn Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 29, da sagt es, dass am nächsten Tag sagt Johannes, Jesus nur sich abzukommen und sagt, kijk, dort ist Gott sein Lamm. Dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Johannes der Täufer, der wir hier schickt, den Weg merken für den Herrn Jesus Christus. Und Antwort, die Weisheit gegeben von Gott, dass er das wisst, dass dort wieder Lamm, was die Menschen ihre Sünden wird wahrgeben. Und so die Juden in das Tag, wenn dort haben können verstehen, wenn sie wissen gut von, wo ein Lamm muss geopfert für die Sünden zu bedeuten. Aber sie wollen nicht dort haben können verstehen, was das gerade meint, dort hat Jesus dort Lamm nahen. Gott hat einen Plan für die Menschheit, dass er will die Menschheit retten. Und so, doch einmal, am Anfang, wenn ich nie Christ werde, dann dachte ich, die Menschen, die im Alten Testament leben, Jesus, gestorben wie Krieg. Wo stimmt das mit euch? Wenn sie kann Jesus noch nicht. Und deswegen müssen sie immer wahre Tieren opfern für die Bedeckung von der Sinn. Und dort weiß immer nur Jesus. Wenn Jesus wird kommen, dann wird er einmal sterben für alle Sünden. Und so, das weiß immer nur Jesus. Das Alte Testament, das wisst immer daran. Und das Neue Testament, das alle offenbaren. Das Jesus offenbaren und alles ans Wiesen, was Gott geplant hat, was Jesus wird tun für uns. Er wird machen sein Leben für mich und für dich. Und er wird machen einen grausamen Tod begonnen für mich und für dich. Er wird sein Blut verjeuten. Und sein Körper wird gebrochen worden für mich und für dich. Dort, so dass du können sein Blut nehmen, um unsere Sünden bedeuten, so dass du können ewig mit Gott leben. Und dort Gott wird uns übergehen, dort wir können gerettet werden. Und so wir stehen in Jesus seine Gerechtigkeit. Wenn wir dann unsere Glauben sagen in den Herrn Jesus Christus. Wenn wir dann unsere Hoffnung sagen abarmen. Wenn es heute ist unser Leben die Hoffnung. In Hebräer 7, Vers 24 und 24, da sagt es, dass Jesus über wie es heute ewig lebt, auf ein Priester dort nicht abhielt. Deswegen kann heute der vollständig raten, der durch Arm nur Gott kommt. Heute lebt ewig in Bet veran. Wenn wir nur Gott kommen durch den Herrn Jesus Christus, heute hat uns vollständig raten.
Und wieder in Hebräer 7, Versen 26 bis 28, da sagt es das. Wir brauchen Krag so einen hohen Priester, der heilig, unschuldig, rein von den Sünden aufgesondert und Hecher aus dem Himmel ist. Dieser haft dort nicht nötig, so aus jane hohe Priester. Alle Tag ist für seine eine Sünde opfern, euer Heu für das Volk ihre Sünden opfern können. Willst dort Heu dann einmal für allemal. Als Heu sich selbst abhat, dort die Saat stellt, vieler Hof Gemane an. Hohe Priester, die seinen über Gott sein Versprechen, der irrt. Dort lud der Keim aus, dort die Saat. Sah den Sehen an, der ewig in Vollkommen ist. Wegen Geistes kam heu wie an der hohe Priester. Und heu dort lieden für mich und für die, dort wir können unsere Sinn bedacht haben. Und heu ist wie an hohe Priester, nu braucht wir nicht mehr ein hoher Priester. Wir ins heu wir Unsinn und heu können dort Lohn sein, wo der können einmal sterben für alle Monde. So wir werden diese Zeit brauchen, zum wirklich andenken, was hat Jesus getan für mich und für die. In Matthäus 26, Vers 20 bis 30, dort hat Jesus mit seinen 12 Jüngern Daut Aufscheetsmol führen. Und wenn Jesus wisst, dass die Zeit wir günstig bei. Jesus wisst dort krank, wann das alles wird passieren. Und dort wird waren Gift die Menschen wird am würden Säuer quälen und dort die würden am Fuß nehmen und dort würden man am Kreuz sterben. Und so hat er ein letztes Aufscheetsmol haben mit seinen Jüngern. Und da wird er krank sein, was da passieren wird zu ihm. Und so hat die Jünger krank gesagt, was sie sollen reinmerken zu dem Aufscheetsmol. Und so sie haben das auch rein gemerkt. Und ich muss bloß sagen, für viele Jahre, was ich da Stelle Freitag feiern, in Pfingsten in Himmelfahrt, ich verstand nicht wirklich, was ich feiern dort. Und so ich glaube da an, die bloß die Hälfte der holen, als was die Hälfte der bedienen deuten. Ich weiß dort nicht, wie nötig dort wir, Termin leben, dort ich dort verstehen kann, was ich wirklich feiern deut. Und wir bloß sagen dort aus Mennoniten, wir müssen 3 Hälfte der feiern, die erste, der zweite und der dritte Hälfte Tag. Und ich dachte so Stelle Freitag, dort wir bloß da, dort wir sollen nicht andere tun. Aber ich dachte, meine Gedanken wären nicht auf den Herrn Jesus Christus. Während ich dachte so, dort wären die Hälfte der, was da wichtig wäre. Und dort ich bloß die nur fallen, was ich gelehrt wird. Dort ist es, wenn ich die Hälfte der umbeten und nicht den Herrn Jesus Christus. Und so, und ich würde auch sagen, ich da mich selbst heben, wenn ich dachte so, ich gut, wenn ich die Hälfte der holen dort. Aber da sind mir auch Menschen diese der, sie glauben, wenn die Bibel redet von der Dreieinigkeit, dort redet von der 3 Hälfte der, erster, mittelster und letzter Hälfte Tag. Und wo traurig ist, dass wir dort nicht mal verstehen können, was das meint. Aber ich wie selbst in der Zeit, wo ich das nicht verstehen dort. Wenn ich dachte, dass wir bloß am der Hälfte der holen. Und ich dachte, ich keine Gedanken geben, da nur, was Jesus wirklich für mich tun hat. Ich wie blind. Und ich weiß noch nicht die Wahrheit. Und so, meine Augen ist aufging, dass ich wirklich weiß, dass ich ein Heiland habe, was für mich gestorben wird, so dass ich frei sein kann. Und dass ich ein neues Leben haben. Gott hat den Plan eingesetzt, von Anfang an. Und so, ich wie geraten, dass ich nicht darf, ewig im Vierbrennen, auch, dass ich hier kann von nu an ein neues Leben führen. Jesus ist das Lohn für mich und für die, was gestorben ist, für den Sinn, für alle Menschen auf der Welt. Der Alte Testament, wenn sie dann im Alten Testament Tieren opfern, dort wir bloß einmal von Stolz gehen. Aber Jesus wir ganz Mann und ganz Gott, und heute wird das Lamm gekommen, was da einmal wird sterben für alle Menschen Erde sind. Wir würden gerne in der Schriftstellen brücken von der Tim von reden, wo das nur lernen, dass Jesus da am Kreuz sterben dort. Aber von der war wir kicken nur die Zeit, wo Jesus dort Aufscheetsmol führen mit seinen Jüngern und was von der Bedienung kann er hier rüberbringen. Das wir viel mehr als bloß Jesus in der letzten Multitude haben mit seinen Jüngern. So dann auch dort Passamol führen, wo die Juden
von Anfang an all haben gefeiert. So heute dort auch feiern. Und so heute dort passen wir mit seinen Jüngern taub in eine Stube in Jerusalem. Und die dann auch dort Brot essen, auch dort Wein trinken. Und dort das sind als ein Beweis von wo wir nu dann Abendmahl feiern. Und so wie dann wenn wir dann Abendmahl feiern, dann da wir auch an denken, was Jesus hat getan für mich und für die. Wenn ich sage, das abwässen, ich weiß, da wir einmal eine große Plätscherie an, was da passiert, wenn der Abendmahl wird. Und Kinder sollen dort nicht weiten, was da dann die sind ja in der Kirche anging. Und so, nu dat ich die Wahrheit weiß, dann denke ich so, warum nicht die Kinder sein? Wo wunderbar das ist, dass wir dann dort Abendmahl feiern, dass wir wollen und denken, was Jesus für mich und für die getan hat. Das ist nicht eine Plätscherie. Das ist so, was wir sollen alle Menschen vertellen. Und so, nu, wenn ich dort Abendmahl feiern darf, dann kann ich an denken, wo Jesus hat sein Blut vergoten für mich, wo sein Körper ist gebrochen für mich. Und so, das ist, was heute hier anstellen, was in den Jünger sein, das sollen sie, wenn sie dort wollen und denken und was heute hat getan für ihn. Und so, Lukas 22, Vers 14 bis 23, dort sagt es das. Und aus der Stündchen sahen in seine Jünger, seine Apostel sich das. Und er sagte an, ich habe ab ihrens ein Verlangen gehört, mit jün Taub dort Passalom zu essen. Euer ich lieben mod, wird ich sei ich war dort nicht wahre eten, aber dort in dort Gottes Wirklichkeit geworden ist. Dann nahm er dort Köffel und dankte dafür und sagt, nehmt dort und geht dort an. Wird ich sei ich war von der Weindrübenfrucht nicht mehr trinken, aber dort Gottes Reich kommen wird. Und dann nahm er dort Brot, dankte dafür und brüch dort und jäuf an dort und sagt, das ist mein Körper, der für jünd gegeben wird. Dort das an mich zu denken. Gerade so nahm er auch dort, nur umkas, auch dort Köffel und sagt, das Köffel ist der neue Bund in meinem Blut. Dort für jünd vergoten wird. Doch kijkt, mein Verräter hat seine Hand bei mir auf dem Dash. Die Menschen sehen, was bestimmt so gut aus Eva beschlossen ist. Aber wer dem Mensch durch dem verroden wird, dann fangen sie an, sich in ihren anderen Frauen, wer von an dort daunen wird. Und ein von den sehr wichtigen Momenten hier so in der letzten Aufscheitsmol, was Jesus hier hat mit seinen Jüngern, ist dort heute seine Jünger sein, das ist das selbe, wenn die dort wollen und denken, was ich getan habe für ihn. Wo heute wird sein Blut ausgehen und wo sein Körper wird Leben machen für ihn. Und wo das Blut, was heute wird ausgehen, dass wir für alle Menschheit sind, in Vers 19. Und so Jesus, der redet von dort Leben, was er durchmachen, dort wie kann der Radung kann. Und Jesus braucht das letzte Unkas auch, oder das Aufscheitsmol auch, den neuen Bund und Upenborn. Und so, das Passamol, was die Juden dann einmal feiern, dass wir ein sehr heiliger Tag. Und sie dann und denken, wo Gott hat aus Ägypten zurückgebracht. Und wo Gott hat gerat von all den Plänen, was er schaffen dort. Und dass sie werden frei gemerkt von der Sklaverei, wo sie waren in Ägypten. Und so in das letzte Aufscheidsmol, da hat Jesus die zwei Dinge auch gebracht, was sie einmal da bringen, zu das Passamol führen. Und er hat da eine neue Meinung bringen. Und so, er wird uns raten von den jährlichen Daut, und er wird uns raten von der jährlichen Sklaverei, wo wir sind. Jesus sehen wir in das letzte Aufscheidsmol von das Brot und das Köffel, dann denken wir auch an, was er sieht, wenn heute die 5000 Menschen feiden. In Johannes 6, Vers 35, du sagst, es ist das. Jesus übersehte am, ich sehe dort Lebensbrot. Wer nur mich kommt, den wird nicht mehr hungern, und wer an mich läuft, dem wird nicht mehr darsten. Wir dann eten uns körperlicher Hunger stillen. Aber
wie kann uns, damit nicht uns geistliche Körper zufriedenstellen. Wie kann das bloß, dass wir uns nicht mehr was hungern und darsten, wenn wir eine rechte Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir dann uns vertrauen sollten in ihm. Kein Wunder, er nennt sich selbst das Lebensbrot. In Johannes 6, Vers 51, da sagt es das. Und ich sehe das lebende Brot, das von Himmel raufkommt. Wer von dit Brot eten wird ewig leben. Und das Brot, das ich geben will, ist mein Fleisch. Dort ich dort gebe, dort die Welt leben kann. Und dann in Johannes 6, Vers 54 bis 58, da sagt es das. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewig Leben. Und ich will am letzten Tag abwarten. Mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist die wahre Trunk. Wer mein Fleisch und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. So als der lebende Führer mir geschickt hat. Und ich werde in ihm leben. So will ich da mein Fleisch isst und werde in mir leben. Das ist das Brot, das vom Himmel raufkommt. Und das ist nicht so als das Brot, das jene Führer essen. Die sind gestorben, aber wer das Brot isst, wird ewig bleiben. So, wo ist Jesus wo kann Jesus uns Salz geben als das Brot? Wenn wir gucken, nur was meint das, wenn wir das lebende Brot eten, das meint, dass wir dann Jesus annehmen, in unser Leben nehmen, und dass wir vereinigt worden mit ihm. Wir waren vereinigt mit Jesus Christus ab 2 Wegen. Dadurch, dass wir uns glauben, dann sagen ab ihm, ab das Opfer, was er gemerkt hat, Kreuz, das Opfer von seinem Körper und der Abstundung, das er erst abgestund. Und zweitens, dass wir uns dann hingeben, zum so Leben, als er verlangt hat. Wo er uns lernt hat in seinem Wort. Und dass wir dann der Heilige Jesus, der in uns lebt, so leben, als der uns das leiden. Und so, da sind viele Menschen, die kicken auf viele verschiedene Wege, auf viele verschiedene Dinge zum Erleben, Meinung bringen, aber dort sie wollen sich selbst zufriedenstellen. Aber da ist nichts ab dieser Erde, was ein Mensch kann zufriedenstellen. Da sind so viele Menschen, die da irgendwas voll sind, wen nichts kann ein Mensch verfallen, wo der nur lang wird, als bloß ans Glauben sagen in den Herrn Jesus Christus, in der Vergebung von Sinn, was er hat vergebracht. Und so, wir wollten dort wenig sein, durch Worten gerät. Wir waren gerät, wenn es, was Jesus getan hat für mich und für dich. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt es das. Ihr seid durch Gott seine Gnade gerät, will sie glauben. Das ist nicht durch jene Worten, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht die Worten, sondern keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einer Stunde gesagt, dass wir Gott tun können. Nu soll wir auch da noch leben. Die Radung ist ein Geschenk. Wir können uns nicht raten durch unsere Worte. Aber wir machen selbst die Entscheidung mehr und das Brot eten, was Jesus uns anbieten wird. Und so, dort ist die Zufriedenheit, wo wir nur lang tun. So, wir machen Jesus anladen, in uns Leben nehmen. Und so, heute auch uns Jesu Leben einmal bestehen, uns halten, dass wir dort bestehen bleiben, wenn es heute ist unsere jährliche Nahrung. Jesus will uns Herr in der Radner sein. Er will uns Herr sein von uns Leben, das meint alle Part von uns Leben am Hand geben. Und so, Christus, die Israeliten müssen das Blut nehmen und unter deren Stecker nun. Christus soll machen eine Entscheidung mehr und dass wir wollen uns vertrauen sagen ab das Blut, was Jesus da am Kreuz vergoten hat. Und so, anders kann eine nicht geraten werden. Das ist nicht, dass ich kann gut genug werden. In mir selbst, wenn keiner ist gut genug, da werden kein Jesus für uns sterben, wenn keiner von uns kann sich selbst raten. Und wir machen auch tauschen, dass uns ein Radner fehlt und dass wir verloren sind. Wir haben keine Hoffnung ohne den Herrn Jesus Christus. Wir stehen auf einer Stadt, wo wir nicht geraten werden können und was wir tun. Und so, machen dort uns vertrauen sagen auf den Herrn Jesus Christus. Und so, diese Ostern, weil wir wirklich uns in uns selbst denken halten
auch aus dem Körper Gottes, wir sind alle Christen, und so wie Gott sein Körper, wir wollen uns ermuntern, alle da denken, was Jesus getan hat für mich und für dich. In ihm ist das jährliche Leben, und in ihm haben wir ewig Leben. Und so Gott sei Dank für den Opfer, was er hat geschenkt für uns, das Lohn, was der vollkommen wird, was er kann sterben für mich und für dich, so dass ich und du ewig Leben haben. Und so, nächstes Mal, weil wir gucken von den letzten Stunden, was Jesus Leben dort und was da passieren dort, und dann werden wir gucken, wo krieg ich auf mich und die, was er erst durchgegangen, zu mir und die raten. Und dort soll uns ein dankbares Wort geben, für was er hat getan für mich und für die. Gottes Segen, sei wir uns nächstes Mal.